Einen wunderschönen guten Morgen aus Burjatien. Jetzt kommt die Fortsetzung, was gestern versprochen war. Wir stehen jetzt in der Bastelgarage. Unser Lada Niva Agata ist schon aufgebockt. Typisch für mich. Zweiwagenheber. Und hier hinten habe ich mir solche kleinen Plastikkeile besorgt. Man kann nie wissen. Besser ist man hat, als man hätte. So, dann liegen hier die zwei neuen Bremszylinder, rechts und links. Hier ist eine Staubkappe verschwunden, ist egal. Zwei Rem-Komplekt auf Deutsch, Austauschteile halt. Ich habe das deutsche Wort vergessen. Die kleinen Federchen, die Stifte, die Sicherungsringe, alles was man braucht. Kleinteile und ein Schmankerl. Was sehen wir? Kupferpaste. Von dem Hersteller, der das mal zerlesen kann. Bei uns im Laden deutsches Produkt. Na da schau an. Ja, meine Boombox darf nicht fehlen. Meine Zigaretten ist klar. Bremsflüssigkeit und den Rest an Werkzeug haben wir drüben im Büro liegen. So, jetzt werde ich das Rad erstmal abbauen. Und dann zeige ich euch die Bescherung. Dann kommt der nächste Teil. Weil es ist schon deutlich zu hören, was hier passiert ist. Bis gleich. Nächster Teil. Ich musste erstmal Werkzeug ranholen. Bremsbacken haben wir auch schon neue besorgt. Von Truckman. Haben mich gekostet 550 Rubel. Sind Euro. 5,50 €. Lächerlich. Die Kupferpaste war 2 Euro. Die zwei Sets waren 260 Rubel, sind 2,60 € und die waren auch lächerlich, da war einer 680 Rubel. Knappe 700, also 1400 alle beide. Ich verstehe nicht, warum das so billig ist bei uns, aber naja gut. Die Qualität wird zeigen. Alles andere habe ich mal reingeholt, was ich brauche. Zum Putzen, zum Saubermachen. Und jetzt schauen wir uns die Bescherung an. Ein Bremsklotz total auf 0. Der andere hat noch die Hälfte. Etwas schräg abgearbeitet. Und die Bremsscheibe. Ich finde es zum Kotzen. Ich war schon im Geschäft. Zu Fuß. Natürlich gibt es meine Größe an Bremsscheibe nicht. Die Dicke ist noch okay. Die andere Seite ist auch noch super. Ich werde sie drin lassen. Bestellt habe ich schon neu online. Lieferzeit 3 bis 4 Wochen geben sie an. Ich denke mal in 6 Wochen habe ich sie. Die 6 Wochen wird auf dem Dorf gehen. Weiter Strecken habe ich nicht geplant jetzt. Also ich will jetzt nicht nochmal nach Ulan-Ude fahren müssen oder nach Chita. Muss nicht sein. So sieht es hier drin aus. Das war die letzte Fahrt von Chita aus nach Hause. Das heißt, nach Ulan-Ude gefahren. Rundreise nach Chita rüber, 700 Kilometer knapp. Und da hat noch ein Erlebnis gehabt, erzähle ich später. Und auf dem Weg hat mir die Bremse entschärft auf dem Heimweg dann. Ich habe es dann gehört. Von Chita aus fing es an zu röhren und zu schleifen. Da dachte ich schon, oh, oh. Und das ist das Ergebnis. Unterwegs reparieren ging nicht. Hast du keine Chance. So, und das ist der Bremszylinder. Der Knabe hier ist fest. Hier fehlt die Staubschutzkappe, festgerostet. Da lässt sich kein Millimeter mehr bewegen. Die beiden bewegen sich noch, habe ich getestet. Aber der bewegt sich keinen Millimeter mehr, der ist festgerostet. Und deswegen heute auswechseln. Und Endergebnis, ich mache erstmal alles sauber jetzt hier. Was sauber zu machen ist, schauen wir noch die Achse an. Wenn ich Lust habe, demontiere ich den ganzen Spaß einmal komplett, wechsle die Staubschutzkappe, wechsle das Teil aus, das habe ich auch noch da, das ist nicht ganz richtig, das ist 5 mm zu lang. Der ABS-Ring sitzt nicht richtig, deswegen geht das ABS nicht und der Tacho geht nicht. Mal gucken, ob ich das heute schaffe, ansonsten geht es morgen weiter. Ja, und das war's erstmal. Die Bescherung. Und jetzt werde ich weiter schrauben und gucken, dass ich den ganzen Mist wieder irgendwie zusammenkriege. Und wie gesagt, nicht aufregen wegen der Bremsscheibe, ist klar, die ist
eigentlich Wegwerfartikel, aber ich habe jetzt nichts anderes. Und für das bisschen Dorffahren wird es ausreichen und die neue wird kommen. Kriegt man nur im Set 2 Stück, werden auch beide gewechselt auf jeden Fall. Ich habe noch ein REM-Komplekt dazu bestellt extra. Da gibt es dann diese ganzen kleinen Teile, die Schrauben, die Sicherungshalter und die Teile gibt es dazu auch nochmal neu. Das kommt auch in 14 Tagen und dann mache ich nochmal eine Reparaturaktion, eine kleine Austauschaktion. Und dann ist die vordere Bremse wieder tipptopp in Ordnung. Bis zum nächsten Videoschnipsel. Kurzer Zwischenstand. Den Spaß habe ich erstmal so weit es ging gereinigt. Den ganzen Schmodder und den Dreck weggemacht. Die Flächen sehen noch ganz gut aus. Naja, nicht mehr hundertprozentig. Werde ich mir auch neu bestellen in jedem Fall, weil ich habe hier diese schöne Nummer gefunden. Und damit ist das ganz einfach zu finden. Werde ich mir 2 Stück bestellen. Dauert auch wieder wochenlang, ehe es da ist, hundertprozentig. Dann hat man vergessen in der Werkstatt. Ich habe jetzt nur diese Ausführung Schrauben. Man hat vergessen, die Bremsscheiben zu fixieren. Deswegen hatte ich immer dieses Geklapper. Mir kommt was klappert hier, was klappert hier. Ja, die Bremsscheiben waren locker. Die taten klappern, klappern. Original sind diese Scheibe drinne. Habe ich nur noch eine. Kriegt man nicht extra, muss ich auch bestellen. Werde ich mir 8 Stück bestellen, 4 auf Reserve. Die Gewinde habe ich sauber gemacht mittlerweile. Und werde ich mit Kupferpaste einsetzen, damit man sie wieder lösen kann. Weil die ist auch nicht mehr ideal. Und auch nicht original. Na, original ist die mit Innensechskant. Aber ich habe probiert, die passen, die Felgen haben Ausbuchtung. Es funktioniert. Erstmal zumindest. Das ist der Zwischenstand und dann geht's weiter. Hier habe ich natürlich auch alles gereinigt. Auch vollkommen verrostet. Die Bremsscheibe saß auf dem Rostbett. Und ganz hauchdünn mit Kupferpaste konserviert, damit es sich wieder anfängt zu rosten und festzusitzen. Bis später. So, nächste Pleite. Die Seriennummern passen nicht und der Anschluss für die Bremssättung. Einmal hier und einmal 2 hier hinten. Jetzt kann ich mir die Mühe machen, das alte Ding irgendwie zu reparieren. Geil. Und nächstes kleines Problem, weil die Auflageflächen der Bremskletzer vollkommen ausgearbeitet sind, muss ich jetzt das alte Teil mit der Feile ganz zart bearbeiten. Ich habe noch Schleiflein da, die Flächen werden richtig schön blank poliert und eben gemacht. Es geht nicht anders. Das neue Teil lässt auf sich warten. Gefunden, schon bestellt. Und dann fliegt das raus. Aber die paar Wochen jetzt im Dorf wird es gehen. Das heißt halt wieder mal improvisieren. Ganz kurzer Lifehack. Wenn ihr die Zylinder nicht zurückkriegt, nehmt einfach eine Schraubzwinge und dann drückt ihr die Mistdinger wieder zurück. Ich habe es gemacht, weil ich die Bremsflüssigkeit nicht verlieren will. Mein Behälter oben war schon fast leer. Jetzt habe ich die ganze Soße zurückgedrückt auf Maximum und jetzt baue ich das Ding aus. Einfach so, meine Idee. Weil in anderen Lehrvideos sagt man, man soll so eine Zange nehmen. Das finde ich aber Quatsch, das ist Käse. Das geht mit der Schraubzwinge viel, viel besser und bequemer. Abschluss für heute für die Seite. So sieht der Spaß aus. Alles sitzt, alles passt. Sauber gemacht, so gut wie es geht. Die Zylinder arbeiten, haben wir getestet. Jetzt schmeißen wir das Rad dran und dann machen wir eine Probefahrt. Entlüftet haben wir natürlich anständig. Eine halbe Flasche, ein halber Liter ist durchgegangen. Bremsflüssigkeit ist sozusagen auf dem Stück auch ausgetauscht. Und eventuell mache ich heute noch die andere Seite auf und schaue mal nach der Lichtmaschine. Mal sehen. So, die zweite Seite, weil ich noch Lust hatte. Ist auch schon sehr grenzwertig. Der zweite geht noch komischerweise, aber auch schräg abgefahren. Und auch der Zylinder klemmt ein bisschen. Wieder eine Staubschutzkappe fehlt und die Schrauben, die Fixierschrauben in der Bremstrommel fehlen. Auch wieder. Naja,
Das schaffe ich heute noch auf alle Fälle. Ob ich den Generator noch mache, weiß ich nicht. Mal schauen. Weiter geht's. Das Zwischenergebnis. Die abgebrochene Schraube ist raus. Mit so einem schönen Ausdreher. Und jetzt schneide ich noch mal das Gewinde nach, damit es schön sauber und ordentlich wird. Gleich geht's weiter. So, last but not least. 2 Schräubchen zur Fixierung sind drin. Hält. Bremsbacken neue sitzen auch. Natürlich muss der Zylinder auch ausgetauscht werden. Wird die nächsten Wochen irgendwann eintrudeln. Zweite Seite fertig und jetzt mache ich das Rad wieder dran montieren, Wagenheber weg, Probefahrt und noch den Generator wechseln, sprich Lichtmaschine. So, hallo allerseits. Jetzt seht ihr mich mal vor der Kamera, weil ich kurz Pause machen muss, bevor ich den Generator austausche. Also, das war eine Woche zurück. Da musste ich aus privaten Gründen nach Ulan-Ude fahren und nach Chita. Chita war für meine liebe Frau, da waren ein paar Pakete abzuholen und noch ein paar andere Sachen für mich, ein paar Kleinigkeiten, die bei Stack angekommen waren. Stack ist unsere Sandfirma. Aber die liefern nicht auf unser Dorf. Und da wir es nicht abholen lassen konnten von unserem Dorfversandservice, da gibt es jemanden, der das abholt, dann für die Leute und mitbringt. Da gab es einen juristischen Fehler. Ist egal warum, musste ich das Zeug abholen, sonst hätten das zurückgeschickt. Es waren ein paar Kleinteile für den Lader, der Griff für die Heckklappe und noch ein paar andere Kleinigkeiten, die ich haben wollte. Und was brauche ich noch ein paar Sachen, 2, 3 Pakete und noch ein paar Kleinigkeiten abzuholen. Ulan-Ude war ich aus privaten Gründen und weil ich meinen Werkstattmeister aufgesucht habe, aber der hatte leider einen Omnibus in der Werkstatt stehen, der konnte mir nicht helfen. So habe ich wenigstens in Packen Ersatzteile auf Vorrat mir mitgebracht, in mein Lager eingeräumt für die Zukunft, weil ich schon so Pi mal Daumen weiß, was kaputt gehen könnte in nächster Zeit. Da habe ich mich bevorratet und deswegen eine große Rundreise. Von mir nach Ulan-Ude sind es knappe 700 Kilometer. Dort einen Tag lang alles erledigt, noch mit einem Freund getroffen aus Deutschland, der übersiedelt, dort noch ein bisschen geholfen, mich ausgeruht und dann bin ich über Nacht von Ulan-Ude nach Chita gefahren. Das sind nochmal knappe 700. Auf dem Weg nach Chita fing es schon an, da hatte ich so leichte Schleifgeräusche. Da dachte ich schon, naja, was könnte mit der Bremse sein? In Chita angekommen am Morgen, mir die ganze Sache angeschaut und dann... Und auf dem Weg nach Chita ist noch was passiert. Kurz vor Chita, etwa 100 Kilometer vor Chita, fing mein Getriebe an zu rühren. Angehalten, geguckt, ja, der Plastikdeckel sitzt, der ist dicht, Simmering. Simmering Abtriebswelle, was machen? Dann habe ich über mein Navigationssystem auf dem Handy, über das russische Double GIS, gesucht, Werkstätten gefunden, angerufen. Die ersten 2, nein, der dritte hat gesagt, ja, komm vorbei. Und das war mein Glücksfall. Zum Sonntag früh um 9 Uhr war ich angekommen, dort in der Gegend. Bin die letzten 40 Kilometer sehr vorsichtig gefahren, nur langsam und mit versucht, Berg runter rollen lassen und berghoch mit dem Schwung auszukommen. Hat funktioniert, rangefahren und das Getriebe war fast leer. Zum Glück habe ich immer Notausrüstung mit. Ich hatte die Gummipropfen mit fürs Getriebe, Werkzeug hatte ich mit, Dichtmaterial und anderes Zeug und Öl habe ich immer im Auto. Reingefahren in die Werkstatt, hochgebockt, dann haben wir die Bescherung gesehen. Der Simmering ist komplett im Eimer, dort läuft's raus. Also haben wir das einmal komplett aufgefüllt. Wir haben das Auto schräg auf die Bühne genommen, speziell schräg, dass wir überfüllen können. Getriebe überfüllt, zugemacht und dann habe ich es bis nach Hause geschafft und jetzt tropft es immer noch fröhlich weiter, aber im Dorf juckt mich nicht. Ich warte jetzt darauf, dass mein Werkstattmeister hier im Dorf mir wieder helfen kann, dass wir den ganzen Antriebsstrang unten nochmal rausnehmen, das Zwischengetriebe, die Kardanwelle und dann das Getriebe reparieren. Simmering ist da, habe ich 3 Stück liegen auf Reserve, auch für die Hinterachse. Das Differential fängt auch an, wieder Geräusche zu machen, weil es damals in Gebrauchtes eingebaut wurde. Naja, das heißt in Zukunft Differentialgetriebe hinten nochmal neu, die Hinterachse, zwar das Gehäuse, habe ich mir bestellt, kostet eine Stange Geld, aber muss sein, weil die Hinterachse verzogen ist und deswegen wird immer wieder undicht und deswegen gibt es immer wieder Probleme mit der Hinterachse. Das heißt, jetzt
habe ich die Bremsenteile mir rausgesucht online, alle Einzelteile bestellt. Wurden aber dauern, ehe es ankommt und dann nochmal die ganze Aktion. Beide Bremszylinder raus, die auf Russisch heißen sie Support, die Bremssättel, genau auf Deutsch, die Bremssättel raus, die Bremsbacken, die Zylinder raus, in dem Umfang gleich die Leitung gleich mit neu gemacht. Und dann sollte die Vorderachse in Ordnung sein, bis auf die eine Seite, wo die falsche Achse eingebaut ist, die ist zu lang. Die habe ich auch da mittlerweile, habe ich bekommen, aber nur eine einzige, leider. Ich wollte zwei haben, rechts und links, aber jetzt werden wir die auf der linken Seite austauschen demnächst. Dann ist alles wieder original, da sind die Kugellager rundherum neu, die Simmerringe sind alle komplett neu und dann durfte erstmal eine Zeit lang Ruhe sein. Das war noch von mir so ein kleiner Bericht nebenbei, was noch passiert ist. Ja, der Spaß, die Reparatur unterwegs hat mich 1.000er gekostet, war sehr anständig von der Werkstattmeister, hat mir sehr schnell geholfen, eine Stunde haben wir gebraucht. Und war ich sehr angenehm überrascht, damit lange unterhalten, warum ich in Russland lebe, wieso, weshalb, weswegen, was ich hier mache. War ein sehr, sehr freundlicher Mensch. Die Frau hat einen Imbiss, er macht die Werkstatt. Ist ein ganz kleines Dorf, wo ich den Namen vergessen habe, aber wenn ich wieder mal vorbeifahre, werde ich nochmal dort anhalten und mich nochmal bedanken bei den Leuten, weil der hat mir auch einen Tipp gegeben, warum eigentlich mein Lader nie mal solche Geräusche macht im Antrieb. Da gibt es ein Teil, was zwischen Hauptgetriebe und Untersetzungsgetriebe auf Russisch Rastatschka sitzt. Und das ist bei mir ausgeschlagen. Das hat mir kein anderer gesagt. Das flackert, ich habe es vorhin überprüft. Es hat so ein mechanisches Spiel, dass das Schwingung erzeugt. Jetzt weiß ich's, ich werde es mir bestellen und das können wir auch selber wechseln. Das ist keine große Hexerei. Das ist sozusagen zwischen Hauptgetriebe und Untersetzungsgetriebe sitzt ein spezielles Gelenk mit Gummilagerung. Und das hat so ein mechanisches Spiel, dass es jetzt Schwingung erzeugt. Und ja, das ist unangenehm beim Fahren und wahrscheinlich hat das auch den Simmering gekillt. Also seine Vermutung ist, dass das die Ursache ist, warum der Simmering gekommen ist. Naja, man lernt nie aus. Ich mache jetzt alles selber am Lader, weil ich es muss. Mein Werkstattmeister ist nicht verfügbar. Der ist krank hier im Dorf, der Gute. Die andere Werkstatt ist in eine ewige Warteliste, geht auch nicht. Also selbst ist der Mann. Und wird die nächsten Wochen noch mehr davon geben. Wenn es euch interessiert, mache ich gerne Videos, was ich am Auto mache. Kein Problem. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr wissen wollt oder ob ich die Videos weglassen kann. Würde mich interessieren. Ansonsten viele liebe Grüße aus Sibirien, euer Matze. Bis zum nächsten. Letzter Videostöpsel für heute. Die alte Lichtmaschine ist draußen. Die ist drinnen, die Spulen verbrannt. Irgendwas ist da, die ist heiß geworden zumindest. Da sitzt die neue, hab mich abgequält mit den Kabeln. Das ist wirklich eine verfluchte Sache hier in dem Niva, an die Kabel zu kommen. Aber sie sitzt drin, muss den Riemen noch spannen und das Schutzblech noch anschmeißen. Das habe ich ausgebeult, grob mit Hammer. Und dann geht's heute nach Hause. Für heute ist Ende, letzter Videoschnipsel. Schöne Grüße aus Sibirien, bis zum nächsten Mal, euer Matze.